Hallo, hier ist Franka von Mädels an die Bässe. Schön, dass ihr dabei seid. Ich möchte euch heute etwas erzählen über eine Sache, die ich jetzt wirklich erst für mich entdeckt habe, weil ich die ganze Zeit dachte, ach, das ist nichts für mich, nicht für die Musikrichtung, die ich vornehmlich spiele, so Rock, progressiven Rock. Und ich dachte, das wäre so total Special Interest. Und da habe ich jetzt aber gemerkt, da habe ich mich echt geirrt. Und deswegen möchte ich euch diesen Tipp unbedingt auch geben. Es geht um eine spezielle Saitenart, die Flat Rounds. Und was es damit auf sich hat und was sie im Sound und im Spielgefühl von den Round Rounds unterscheidet, das erfahrt ihr jetzt. Wenn ihr euch einen Bass kauft, dann sind da mit hoher Wahrscheinlichkeit erstmal keine Flat Rounds drauf, sondern Round Rounds. Und was die Round Rounds von den Flat Rounds unterscheidet, ist erstmal mit bloßem Auge auf den ersten Blick nicht unbedingt so zu erkennen. Wenn man aber genauer hinschaut, sieht man schon, dass die Round Rounds gröber aussehen als die Flat Rounds. Denn der Unterschied besteht darin, dass die Round Rounds, da ist auch der Kern ein Draht und dann ist dieser Kern umwickelt mit rundem Draht. Und dadurch, dass eben runder Draht rumgewickelt ist, entstehen zwischen diesen Wicklungen natürlich Rillen. Und bei den Flat Rounds, da ist der Kern umwickelt mit einem flachen Draht. Dadurch entstehen natürlich kaum Rillen und die Oberfläche ist viel ebenmäßiger. Ja, und nicht nur die Optik ist anders, das wäre ja natürlich nicht so entscheidend, sondern das Spielgefühl ist wirklich sehr unterschiedlich. Flat Rounds, die fühlen sich viel weicher an, viel sanfter, eigentlich eher glatt im Vergleich zu den Round Rounds. Bei den Round Rounds merkt man einfach, wenn man draufdrückt und vor allen Dingen aber natürlich, wenn man slidet, schon ziemlich stark diesen Widerstand der Saiten. Sie sind doch ziemlich rau. Bei den Flat Rounds gleitet man mit den Fingern geradezu über die Saite. Es fühlt sich wirklich gerade im Unterschied sehr, sehr angenehm an. Man muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, gerade wenn man slidet und vielleicht auch ein bisschen schwitzige Hände hat, dass man wirklich nicht übers Ziel hinaus slidet, sondern auch noch bei dem Ton landet, wo man eigentlich hin wollte. Aber ich finde, das hat ja auch schon wieder den guten Nebeneffekt, dass man vielleicht dieses bisschen eingeschliffene Muster, was man manchmal schon so hat beim Spielen, wieder ein bisschen verlassen muss und mal wieder ein bisschen bewusster spielen muss. Was ich vermute ist, dass wenn man nur Flat Rounds spielt, man natürlich auch weniger Hornhaut an den Fingern entwickeln wird. Ob man das nun aber gut oder schlecht findet, keine Ahnung. Zum Sound der Flat Rounds. Also die ersten E-Bässe waren mit Flat Rounds bespannt. Damals klangen die Bässe eher so weicher, etwas dumpfer, eher so mitten- und tiefenlastig mit sehr wenigen Höhen. Ja, und manche, die es halt ein bisschen negativ formulieren, sagen eben tatsächlich, das klingt eher so dumpf, nicht so lebendig und hat nicht so viel Attack. Deswegen wurden dann 10 Jahre später von Roto Sound tatsächlich die Round Rounds erfunden und auf den Markt gebracht, damit die Bassisten sich in der Band besser durchsetzen können, damit sie besser gehört werden, eben ihr Spiel mehr Höhen, mehr Attack hat. Der Ton des Basses klingt dadurch brillanter. Da wäre nun die Frage, warum will ich denn überhaupt Flat Rounds spielen, wenn die gar nicht so schön klingen wie die Round Rounds? Aber Flat Rounds haben sich weiterentwickelt. Es gibt jetzt genug Flat Rounds auf dem Markt, die genügend Höhen mitbringen, sodass die Brillanz und der schöne Klang durchaus da ist. Der Schwerpunkt aber eben auf den Mitten und Tiefen liegt. Und das hat ja auch den Vorteil, dass die Höhen, die ja eigentlich eben auch vom Bass nicht abgedeckt werden sollen, frei bleiben für die anderen Instrumente. Und der Bass eben schön das Fundament dann legt. Ja, außerdem hat man mit den Flat Rounds eben nicht so viele perkussive Geräusche beim Spielen, die man ja oft gar nicht so möchte. Eben so ein gewisses Klackern oder Schnarren oder so die Geräusche beim Rutschen auf den Saiten mit den Fingern.
Das ist auch etwas, was mich oft relativ genervt hat und was man zum Beispiel gerade auf einer Aufnahme nicht haben möchte. Wenn ihr mal was anderes ausprobieren wollt und gespannt darauf seid, wie euer Bass mit Flatrounds klingt, dann probiert es doch einfach mal aus. Oder vielleicht sagt ihr auch, ja, dieses Scheppern und Schnarren, das nervt mich auch an meinem Bass öfter mal und ich möchte mal gerne solche Flatrounds ausprobieren. Es kann auch ein guter Tipp sein, dass man im Studio, wo der Sound ja eben besonders perfekt sein soll und man eben diese perkussiven Geräusche nicht so haben möchte, und es da auch nicht so drauf ankommt, dass der Bass sich im Bandgefüge durchsetzt, weil man ja sowieso alles nochmal miteinander abstimmt, dass man da im Studio eher Flatrounds verwendet und dann für die Bühne Wound Rounds. Denn da möchte man vielleicht mehr Attack haben, da möchte man sich besser durchsetzen und möchte besser zu hören sein und da kommen einem die Höhen wahrscheinlich ganz gelegen. Erzählt mir doch mal, ob ihr Flatrounds schon mal ausprobiert habt oder es jetzt vielleicht tun wollt. Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen. Bis zum nächsten Mal.